Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute ausnahmsweise mal auf Deutsch. Und zwar möchte ich euch ein neues Controller-Skript von mir vorstellen. Und inspiriert wurde ich durch meinen Freund und Nachbarn Polarity, der auf die Idee gekommen ist, dass man die Bitwig API verwenden kann, um eben Notenpatterns auf Basis von Skalen oder gewissen Rhythmiken zu generieren. Sein Konzept war eher so oder ist, ihr könnt das auf seiner Patreon-Seite auch runterladen. Ich verlinke das auf jeden Fall noch. Da ist die Idee, dass man auf Basis von Wahrscheinlichkeiten entsprechend Noten generiert. Und ich wollte eher ein Skript schreiben, was für einen spezifischen Anwendungsfall spannend ist. Und zwar momentan ist ja gerade im Hardtechno, Hardstyle diese typischen Screech-Sounds, die in gewissen Rhythmiken und Patterns daherrattern, ja so modern. Und ich hatte mir überlegt, wie kann man eigentlich sowas in einem Art Controller-Skript möglich machen, dass dies generativ funktioniert. Und das möchte ich euch heute vorstellen. Ich habe hier ein Bitwig-Projekt erstellt. Im Prinzip ist es nur eine Kickdrum, Hi-Hats, Hi-Hat-Loop und Claps. Nichts Spezielles, es geht nur darum, dem Screech-Sound-Generator Kontext zu geben. Und als Audioquelle habe ich hier ein Serum. Und das Einzige, was hier, also so einen typischen Screech-Sound, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Der klingt so. Spielt jetzt nicht, Moment, weil er auf Mute ist. Genau. Und dazu habe ich hier, wenn ihr seht, in der Effektspur, die habe ich bei 800 Hertz ungefähr getrennt. Das kann man aber gleich auch nochmal anpassen, je nachdem. Und habe hier in den tiefen Bereich das LFO-Tool genommen. Das ist auch kostenlos von X4 Audio. Hätte ich auch direkt in Bitwig machen können. Manchmal mache ich das einfach aus Bequemlichkeit, dass ich, anstatt mir einen Dacker zu bauen, einfach dieses LFO-Tool hier nehme. Und es dient dazu, dass eben der erste Takt weggedackt wird. Und damit es eben nicht über die ganze Spur ist, habe ich das hier in den FX-Container reingezogen, sodass nur der untere Teil weggedackt wird, also dort, wo die Bassdrum spielt. Und um den ganzen Screech-Pattern am Ende auch nochmal eine gewisse Rhythmik zu geben, dass das nicht so statisch ist. So, erstmal zeige ich euch, hier, man kann das hier unter den Controller-Menüs aufrufen. Ich habe hier noch andere, das ist mein Panorama, mein MIDI-Keyboard. Unter anderem habe ich auch noch den MP-MIDI hier, das ist das Ding links von mir. Aber egal, es soll ja hier rumgehen, das Screech Pattern Noten Generator Skript, so habe ich das genannt. Wie gesagt, nochmal Shoutouts an Polarity, da habe ich mir einiges abgeschaut. Und wie gesagt, der fundamentale Unterschied bei mir ist, dass ich im Prinzip, anstatt das alles randomisiert und auf Wahrscheinlichkeiten generativ basierend, habe ich den Weg gewählt, dass ich sozusagen eine ganze Pattern Library erstellt habe und auf Basis dieser Pattern Library kann man dann eben Variationen erstellen. Genau, also generell ist die Idee, man kann hier halt natürlich eine Skala auswählen. Auch hier zeige ich euch gleich mal, wie das Skript tatsächlich als Datei auf der Platte liegt. Das ist im Controller Manager. Ich habe hier, zeige ich euch auch mal, habe ich eine Anleitung geschrieben dazu. Da ist sie. Genau, gibt es in Deutsch und in Englisch. Ich switch mal hier zu Deutsch. Hier seht ihr das Inhaltsverzeichnis, wofür es gemacht ist und so weiter und so fort. Was die einzelnen Punkte sind, die erkläre ich aber gleich. Und hier seht ihr, das ist einmal die Controller-Datei, das ist die JavaScript-Datei. Dann hier sind die Skalen enthalten, das heißt, man kann die auch nachträglich noch verändern. Und in der Pattern-Data-Bibliothek sind die Patterns, die ich sozusagen voraus zur Verfügung stelle. Genau, und hier wird nochmal erklärt, was im Einzelnen da passiert und wie man das nutzen kann. Aber das erkläre ich ja jetzt in dem Video hier. Gut, dann gehen wir mal zu Bitwig zurück. So, und zwar habe ich meinen Pattern Generator aufgerufen und dann einfach mal auf Generate geklickt. Dann kam diese Line raus und ich habe bewusst als Root-Note F gewählt, weil die Bassdrum hier auf F dominant spielt. Und so klingt das erstmal ohne. Und hier ist auch eben nochmal, um das mit dem LFO zu verstehen, wenn ich das jetzt ganz nach oben ziehe, dann wird natürlich der komplette erste Teil weggedackt. Aber ich finde es halt schön, wenn man das so reinmixt und dann Frequenzband getrennt nur die unteren
Frequenzbereiche wegduckt und dann hat man zumindest noch so eine Rhythmik, die dann bestehen bleibt. Und besser als wenn es ganz offen ist sowieso. Es klingt so statisch auch. Und außerdem nimmt es auch von der Bassdrum eben Kraft weg. So ist eigentlich ganz nice, aber wie gesagt, das kann man ja selbst hier einstellen, wie man lustig ist. Okay. Primär geht es aber ja hier um den Kollegen. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich klicke einfach hier auf das Pattern, rufe hier meinen Screech Generator auf und kann jetzt sagen, generell unterscheide ich zwischen statischen und melodischen Patterns. Also statisch sind alle die Kombinationen, die auf der gleichen Tonhöhe sind, und melodisch, wie der Name schon sagt, sind halt Melodie-Patterns, aber alles im Rahmen von Screech. Also keine großen Liedvariationen, sowieso schon mal keine Polyphonie, weil das halt in diesem Art von Sound auch nicht erwünscht ist. Wie auch immer, es funktioniert jetzt gut und ich kann jetzt hier einfach mal ein paar Patterns generieren und die einfach beim Laufen abspielen und dann könnt ihr ja selber mal reinhören. Sage ich mal, die Noten, die generiert werden. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt sozusagen dieses Pattern hier laufen habe, kann ich dann durch die Repaint-Funktion auch noch im Nachhinein an dem bestehenden Pattern rumdoktern. Also klar, wenn ich jetzt auf Generate New, wird ja ein komplett neues Pattern erstellt. Die Idee der Repaint-Pattern ist so, dass man das Pattern notenmäßig bestehen lässt, aber dann zum Beispiel die Wiederholung ändert oder die Fülle der Notendichte, die ich hier Note Density genannt habe. Also erhöhe ich das, kommen mehr Noten dazu, verringere ich das, dann gehen Noten weg. Oder auch zum Beispiel die Gate Length kann ich overall dann verändern. Ich kann es einfach mal bei dem Pattern machen, dann versteht ihr, was ich meine. Ich play nochmal hier. So, jetzt sage ich einfach mal zum Beispiel so, Note Density, verringere mal die Anzahl der Noten. Ich kann die auch erhöhen, natürlich. Ist natürlich nicht immer garantiert, dass es dann noch so harmonisch und also beziehungsweise musikalisch ist. Das muss man ein bisschen mit rumspielen. Ich habe mal ein neues Pattern genommen. Ich kann hier auch die Artikulation verändern, also indem ich einfach jetzt zum Beispiel mal hier auf Legato schalte und dann repainte, dann werden halt Noten gebunden sein. Oder Staccato, dann wird es mehr gegated. Ich kann auch im Nachgang zum Beispiel auch die Akzente verändern, indem ich hier die Artikulation lasse ich mal auf normal und kann jetzt hier sagen, ich möchte aber hier mehr so ein Offbeat Groove. Sowas zum Beispiel. Genau. Ich gehe nochmal die einzelnen Funktionen durch. Also klar, hier kann man eben die Tonart, wenn ich jetzt hier hingehe und sage halt, ich möchte das Pattern aber, sagen wir mal, in C haben. Logischerweise wird es dann entsprechend transponiert. Ich gehe nochmal auf F hoch. So, das habe ich schon gesagt, das hier heißt, wie oft das Pattern wiederholt wird. Ich kann nämlich hier auch die Anzahl der Bars hochschrauben. Also wenn ich jetzt hier nochmal repaint, dann seht ihr, dann hat sich die Barlänge erhöht. Aktuell sollte sich das eigentlich auch in der
Ja genau, weil eben kein Repetition-Style auf aus ist, hat sich dann jetzt auch nichts wiederholt, gehe ich jetzt hin und gehe auf Varied und sage dann, die Variation soll 50-50 sein und gehe dann auf Repaint Pattern, dann sollte das jetzt auch bis hinten hin füllen und eben mit zu 50%iger Wahrscheinlichkeit keine exakten Wiederholungen, sondern eine entsprechende Wiederholung, die variiert. Ja, das hat er jetzt hier auch gemacht, sieht man jetzt hier. Ist das Pattern hier entsprechend bis hinten hin durchgezogen und variiert. Ich spiele das jetzt mal nicht ab, weil da sind noch keine Drums, da müsste ich jetzt nochmal verlängern. Es geht ja nur darum, das Prinzip zu verstehen. Genau, und gehen wir nochmal zurück, machen wir ein neues Pattern. Jetzt hat er natürlich hier direkt, weil das auf 16 steht, hat er jetzt von Anfang an das generiert. Ne? Da müsste ich jetzt hier im Skript natürlich sagen, gehe wieder auf die 2 Bars runter und Generate New Pattern und dann haben wir wieder ein neues Pattern. Genau, jetzt bleibt eigentlich nur noch zu erklären, genau, man kann zwischen Arranger und Launcher hin und her schalten. Die Note Density haben wir ja auch schon geklärt. Man kann den Clip auch so benennen, damit man im Pattern auch sieht, welche Tonart man verwendet hat. Und dann gibt es natürlich auch noch Melodic Patterns. Wenn ich jetzt hier umschalte, dann sollten jetzt hier bei der Neugenerierung melodische Linien kommen. Ja. Einfach mal ein paar neue hinterher. Genau, also man kann natürlich auch hier das im Nachgang nochmal nach unten transponieren. Und vor allen Dingen, wie gesagt, das soll ja auch nur eine Inspiration sein, man muss das nicht so übernehmen. Es macht aber schon Spaß, einfach nur mit den einzelnen Settings rumzuspielen und bestehende Patterns einfach nochmal neu zu variieren. Und genau, das ist eigentlich super nice und natürlich ist auch nicht jeder Screech-Sound immer gleich. Es hängt ja auch noch davon ab, wie letztendlich das Preset in Serum, wie man das manipuliert, wie da die Slides sind und so weiter. Aber Ziel ist es von diesem Ding, dass man, ich schalte nochmal hier auf, so ein statisches Pattern um, Generate New. Dass man relativ schnell mehr oder weniger mit einem Klick gut brauchbare Grundlage hat oder inspiriert ist, um so ein staccato-artiges Screech-Patterns, wie es aktuell so modern ist, auf einen Anhieb zu generieren. Genau, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde auf jeden Fall alles mit dem Handbuch und den entsprechenden Dateien zur Verfügung stellen. Ihr könnt das in meinem Patreon-Kanal dann runterladen und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch da gerne Rückfragen stellen und ich habe auch noch ein paar weitere Ideen, was ich da zukünftig noch so mit der Bitwig API so anstellen werde. Seid gespannt und ja, bitte liken, kommentieren und abonnieren. Und ich werde auch das Video nochmal mit englischen Untertiteln und zur Verfügung stellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Bye, bye.